So, herzlich willkommen zurück. Heute geht es natürlich direkt weiter. Ihr seht sogar noch die Ausgabe vom letzten Mal. Ich habe aber natürlich zwischenzeitlich was für euch gemacht und vorbereitet. Ein bisschen Code, der euch erklären soll, was eigentlich Weak Pointer sind. Weak Pointer haben einen ganz speziellen Anwendungsfall, der euch manchmal, aber relativ selten wahrscheinlich vorkommen wird, wobei so selten vielleicht auch nicht, aber manchmal eben nicht immer. Das heißt, ihr müsst nicht immer Weak Pointer verwenden, sondern eben, da reichen auch in den meisten Fällen die Shared Pointer aus. Lasst uns das Beispiel aber noch ganz kurz hier definieren. Und zwar haben wir einmal eine Class A. Also wir haben zwei Klassen, einmal A und natürlich einmal B. Da kann man auch drauf kommen so. Und wir haben einfach einen Public Shared Pointer. Das heißt, wir haben hier einen Shared Pointer mit dem Typ und jetzt Achtung, B. Ja? Das heißt, wir speichern hier in Klasse A sozusagen einen Pointer auf ein Objekt der Klasse B. Und die Klasse B gibt es noch nicht, deswegen ist das gerade kaputt. Aber ja, das werden wir gleich sehen. So, wenn wir jetzt A destroyen, also im Destruktor, wollen wir das Ganze quasi einfach mal couten. Das heißt, wir sagen hier A. So, das ist alles, was wir hier wollen. Wir wollen einfach nur ausgeben, dass das Ding destroyed wurde. So, und Klasse B sieht jetzt quasi genau gleich aus, nur dass sie eben Klasse A referenziert. Das heißt, wir haben hier in Klasse B einen Shared Pointer auf Klasse A. Und natürlich, wenn B kaputt gemacht wird, wollen wir B tilde oder Tilde B ausgeben. So, und der Punkt ist jetzt, den ich hier habe, wenn wir hier einen, sagen wir einfach mal einen Autopointer, wobei sagen wir einfach mal ein Auto A ist gleich ein Shared Pointer, make Bodenstrich-Shared vom Typ A. Und wir haben ein Auto B ist gleich make Shared von B. So, was wir jetzt hier haben, sind im Endeffekt Pointer auf ein A bzw. auf ein B-Objekt. Und ja, das Problem ist natürlich, wenn wir jetzt hier sagen, A auf A-Pointer ist gleich, da zeigt quasi der Pointer in, also ihr wisst ja hier, wir haben einen Pointer in B. Achso, ich sollte vielleicht Klasse B vorher noch definieren. Class A und Class B. So, damit auch der Compiler Bescheid weiß, dass die noch kommen. Und wir haben jetzt hier eine Klasse A, die einen Pointer auf ein B-Objekt hat, ja. Und hier sagen wir einfach, der Pointer zeigt auf B und bei B sagen wir, ja, der Pointer, der zeigt bitte auf A. So, und das ist absolut kein Problem, rein programmiertechnisch, weil wir natürlich immer nur mit den Pointern auf die Adressen der Objekte zeigen. Aber, naja, Shared Pointer technisch ist es ein gewisses Problem. Denn wenn ich jetzt das hier mal aufrufe, dann sehen wir, der Process finished with exit code 0. So, ihr wisst jetzt allerdings, was passieren sollte. Und zwar am Ende müssen eigentlich alle Variablen hier zerstört werden. Das heißt, mein B müsste eigentlich zerstört werden. Mein A müsste eigentlich zerstört werden. Sprich, was ich hier produziert habe, ist ein Memory Leak. Weil beide Objekte, also A und B, kann ich nicht zerstören, weil sie jeweils noch eine Referenz auf das andere Objekt haben. Und ich kann nicht beide gleichzeitig zerstören. Wenn ich das hier rausmache, dann sieht es so aus, wie es aussehen sollte. Also quasi die Referenz ausmachen, dann sehen wir hier, beide Objekte wurden zerstört. Zuerst das B-Objekt, dann das A-Objekt, völlig egal eigentlich in welcher Reihenfolge. Aber wenn ich die nicht rausmache, das heißt, wenn die sich gegenseitig referenzieren, dann habe ich ein Problem. Und das wird euch höchstwahrscheinlich häufiger passieren, als ihr vielleicht jetzt denkt. Zum Beispiel bei Listen kann das öfters mal passieren. Wenn ihr zum Beispiel eine zyklische Liste habt, ja, das heißt, eine Liste von Objekt zeigt auf Objekt, zeigt auf Objekt, zeigt auf Objekt, zeigt auf den Anfang. So quasi. Also A, B, C, D, A. Das ist eine Datenstruktur, die ist absolut legitim und die braucht man auch gelegentlich mal, um was zu machen. Und das ist nur einer von vielen Fällen. Das heißt, es kann durchaus vorkommen, dass wir so eine rekursive Abhängigkeit eben haben. Und ja, da müssen wir dann irgendwas machen, damit das Ganze ein bisschen besser geht. So, die Lösung ist eigentlich relativ einfach und zwar sagen wir hier einfach, wir machen einen Pointer, egal welchen, nur einen einzigen Pointer machen wir zu einem sogenannten Weak Pointer, einem schwachen Pointer, der die Anzahl an Pointern nicht erhöht, sprich der erhöht einfach nicht diesen Count, von dem ich jetzt die ganze Zeit geredet habe, also den wir auch schon gesehen haben, quasi die Anzahl an Referenzen auf ein Objekt. Und das bedeutet, wenn ich meinen Pointer auf B habe, habe ich zwar einen Pointer auf B, ich kann darauf zugreifen, aber
es könnte halt sein, dass das B-Objekt in der Zwischenzeit mal gelöscht wurde, weil eben hier der Pointer-Count nicht nach oben gegangen ist. Man muss natürlich vorsichtig damit sein, dass man dann nicht aus Versehen mit seinem B-Objekt out of scope geht und plötzlich ist das Ding weg. So, das kann tatsächlich passieren, aber ja, wenn man halt so eine zyklische Abhängigkeit hat, dann geht das eben. So, wir löschen natürlich jetzt zuerst das Objekt B, das ist ganz klar, weil, wie gesagt, auf B zeigt ja also eigentlich zumindest, also laut Counter, öffentlich sozusagen gezählt, zeigt ja nichts auf unser B-Objekt. Aber eigentlich zeigt der Weak Pointer drauf, aber der zählt nicht für den Counter. Also von dem her zeigt eigentlich nichts drauf und dementsprechend denkt sich B, yo, ich kann gelöscht werden, also wird auch B gelöscht. So, und wenn B gelöscht wird, naja, dann wird der Pointer hier, der hier, auf A wird auch direkt mitgelöscht. Weil, naja, logisch, weil natürlich der Pointer auf A, oder besser gesagt B, wird ja komplett gelöscht. Also wird der Pointer auf A komplett auch einfach mit rausgelöscht. Also kann auch das Objekt A gelöscht werden, weil es zeigt ja nichts mehr drauf. So, das heißt, wenn wir keine zyklische Abhängigkeit haben wollen, müssen wir irgendwo diesen Zyklus unterbrechen. Und es reicht aus, wenn wir einen Weak Pointer hier haben. Aber wie gesagt, wir müssen hier in diesem Fall das B-Objekt wirklich wie aus Glas behandeln, damit es nicht aus Versehen mal zerstört wird. Jetzt nochmal zurück zu unserem Beispiel von unserer verlinkten Liste. Also wir sagen jetzt hier einfach mal, wir haben 3 Elemente. Und wenn wir jetzt ein neues, also das zeigt jetzt wieder auf A, wenn wir ein neues Element im Endeffekt hinzufügen würden, so funktioniert das bei der Listendatenstruktur, dann hätten wir hier ein D und das zeigt dann wieder auf A. Wir verbiegen quasi die Pointer, also sagen, yo C, du zeigst nicht mehr auf A, sondern D zeigt jetzt auf A und C, du zeigst auf D. Das ist quasi hinten einfügen. Natürlich kann ich auch direkt am Anfang einfügen, indem ich hier zum Beispiel ein E habe und das dann hier einfüge. Aber wir haben trotzdem die ganze Listendatenstruktur und die ist gleich im Endeffekt ein Pointer auf A. Ja? Das heißt, wir zeigen mit unserer Listendatenstruktur, also mit unserer Variablen von der gesamten Liste, zeigen wir auf unser A-Objekt. Und dadurch, das ist jetzt kein Weak Pointer, das heißt, solange dieser Pointer hier existiert, der ist jetzt tatsächlich ein echter Pointer, also ein Shared Pointer zum Beispiel, oder von mir aus auch sogar ein Unique Pointer, das könnt ihr euch aussuchen. Und dieser Pointer hier, der existiert natürlich überall da, wo das Listenelement existiert. Sprich, unsere Liste wird nicht aus Versehen gelöscht, weil wir haben ja eine Referenz auf A, aber alle anderen, also im Endeffekt nur der letzte, weil nur der letzte zeigt ja auf unser A-Objekt noch, außer eben die Liste selbst. Und das heißt, diese Referenz hier, die machen wir weak. Das heißt, wenn jetzt hier tatsächlich das hier gelöscht wird, so, also wenn wir die Liste quasi nicht mehr im Scope drin haben, wir vergessen die Liste sozusagen, dann wird automatisch alles andere hier mitgelöscht, weil es zeigt ja nichts mehr auf A, sprich A kann gelöscht werden, ja, und dann zeigt nichts mehr auf E, sprich E kann gelöscht werden, dann zeigt nichts mehr auf B, B kann gelöscht werden, zeigt nichts mehr auf C, C wird gelöscht und als letztes wird dann natürlich noch D gelöscht und D zeigt sowieso auf gar nichts, weil das hier ist ja nur ein Weak Pointer. Ja, und so kann man quasi sich eine Listenstruktur bauen, genau, dadurch hat man quasi einen Weak Pointer, der völlig ausreicht, wenn wir so eine zyklische Liste haben wollen. Okay, ja, das ist im Endeffekt alles, was ihr zu den Pointern erstmal wissen müsst. Und durch diese ganzen Pointer-Geschichten müsst ihr jetzt eben auch nicht mehr diese New und Delete Schlüsselwörter selbst verwenden. Also New und Delete fallen quasi raus, wenn ihr diese Pointer hier verwendet und dadurch habt ihr eigentlich eine insgesamt bessere Memory-Verwaltung. Wie gesagt, gerade diese Weak Pointer beziehungsweise auch die Unique Pointer, übrigens zu den Unique Pointer gibt es auch eine witzige Geschichte, die sollten eigentlich schon mit C++11 kommen, die wurden aber vergessen. So, haben sie einfach vergessen reinzupacken, dann kamen sie halt mit C++14, weil die alle 3 Jahre was veröffentlichen. Und ja, seither sind die da eben drin und genau die Weak Pointer, beziehungsweise, ja, genau, die Weak Pointer kamen, soweit ich weiß, auch mit C++11 dann rein. Und genau, das ist eigentlich schon, ja, eigentlich ziemlich gut. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.